Hey Leute, willkommen bei Like a Recipes. Ich bin Robi und ich zeige euch heute, wie ihr zu Hause ein sagenhaftes Chicken Vindaloo kochen werdet. Vindaloo, den Namen habt ihr bestimmt schon gehört. Aber wusstet ihr, dass das Gericht seinen Ursprung gar nicht in Indien hat? Das Rezept leitet sich ab vom portugiesischen Carne de Vinha de Arroz und war beliebt bei Seefahrern. Eingelegt in eine Pasta aus Essig, Wein und Knoblauch hat es auch Seereisen gut überstanden und so seinen Weg nach Indien gefunden. Entsprechend ist das A und O eines goanesischen Vindaloo die Gewürzpaste. Die Basis der Paste sind Chilis und hier sieht man schon direkt den portugiesischen Einfluss dieses Gerichts. Die Chili ist nämlich erst durch die Portugiesen von Südamerika nach Indien gelangt. Die Schärfe des Vindaloos könnt ihr natürlich gut über die Art und Menge der Chilis variieren. Wir nehmen hier Arbol Chilis, die sind mittelscharf. Getrocknete Chilis sind übrigens doppelt so scharf wie frische, dosiert also weise. Entkernt sie bei Bedarf und weicht sie 10 Minuten in heißem Wasser ein. Schüttet anschließend das Wasser ab und gebt die Chilis in eure Küchenmaschine oder Kaffeemühle. In Indien ist das Carne de Vinha de Arroz mit heimischen Gewürzen angereichert worden und wurde so zu Vindaloo transformiert. Wir arbeiten hier mit einer sehr wärmenden Gewürzmischung aus Pfeffer, Senf, Koriander und Kreuzkümmel. Dazu kommt noch der süßliche Geschmack von Cassia-Zimt, das hebt den Geschmack der restlichen Zutaten wunderbar hervor. Zerstoßt die Gewürze zunächst grob. Röstet sie dann auf mittlerer Hitze für 2 bis 3 Minuten an, bis sich ein angenehmes Aroma in eurer Küche ausbreitet. Gebt die ganzen Gewürze dann zusammen mit weiteren Pulvergewürzen zu den Chilis in die Gewürzmühle. Seine charakteristisch süß-säuerliche Note bekommt Vindaloo durch Tamarindenpaste. Ihr könnt sie fertig in asiatischen Geschäften kaufen oder auch online. Achtet nur darauf, dass ihr wirklich Paste nehmt und kein Konzentrat, das ist zu stark. Um dem Original möglichst treu zu bleiben, geben wir Weißweinessig in die Paste. In Goa wird auch häufig Toddy, also Kokosnussessig, verwendet. Der ist in Deutschland aber nicht so gut erhältlich. Die süßliche Note heben wir mit indischem Jaggery hervor. Ihr könnt alternativ auch Vollrohrzucker nehmen. Beide Zuckersorten haben noch ihre Molasse und verleihen dem Gericht einen leichten malzigen Unterton. Mixt die Zutaten, bis ihr eine schöne dicke Paste habt. Jetzt ist die authentische Vindaloo-Marinade fertig. Auf unserem Kanal findet ihr übrigens noch viel mehr Originalrezepte mit Geschichte. Ein Abo für Foodies lohnt sich also auf jeden Fall. Das portugiesische Carne de Vinha de Arroz wird mit Schwein gekocht. Und auch viele Christen in Goa essen es noch häufig so. Hindus und Muslime wiederum haben eine Abwandlung mit Huhn entwickelt, die auf den Wein verzichtet. Wir nehmen dazu Hühnerschenkel ohne Haut. Teilt die Schenkel in Ober- und Unterkeule, damit ihr sie später besser braten könnt. Jetzt könnt ihr sie schön sorgfältig mit der Vindaloo-Paste marinieren und anschließend zum Einwirken kalt stellen. Wir haben die Hähnchenschenkel jetzt über Nacht marinieren lassen, das reichen aber auch ungefähr 5 Stunden. Wichtig ist nur, dass ihr das Ganze ungefähr 30 bis 60 Minuten vor dem Kochvorgang aus dem Kühlschrank holt, damit es Raumtemperatur annehmen kann. Jetzt nur noch ein paar Zwiebeln schälen und dann geht's los. In der indischen Küche arbeitet man meistens mit roten Zwiebeln. Sie haben eine leicht süßlich milde Note, die unser Vindaloo hervorragend geschmacklich ergänzt. Schneidet die Zwiebeln in Halbringe und trennt sie voneinander, bevor ihr sie bratet. Gebt schwarze Senfsaat in heißes Öl und lasst sie ein paar Sekunden braten, bis sie beginnen zu springen. Jetzt könnt ihr die Zwiebeln hinzufügen und sie leicht bräunen. Ihr fragt euch vielleicht, im Restaurant gibt es dazu immer Kartoffeln, wo sind denn die Kartoffeln? Das ist tatsächlich ein Missverständnis, denn als sich Vindaloo im Rest von Indien verbreitet hat, haben alle gedacht, ins Vindaloo gehören auch Aloo, also Kartoffeln. Ist aber im Original tatsächlich nicht der Fall gewesen. Ihr dürft aber natürlich, wenn ihr mögt, auch noch Kartoffeln dazu machen. Jetzt legen wir das Fleisch in die Pfanne. Achtung, spült eure Marinierschüssel noch nicht aus, die brauchen wir gleich nochmal. Brate das Fleisch von beiden Seiten scharf an, bis sich dezente Röststellen bilden. Erhitzt 200 ml Wasser und weicht darin die letzten Reste der leckeren Marinade auf. Für eine noch schärfere Variante könnt ihr auch das Wasser nehmen, in dem ihr die Chilis eingeweicht habt. Gebt die Brühe zu eurem Fleisch und reduziert die Hitze.
So, lasst euer Fleisch jetzt ungefähr 30 Minuten köcheln. Nach 15 Minuten machen wir noch mal ein bisschen Salz rein. Wenn ihr dazu Basmati-Reis oder eine andere Art Reis essen wollt, dann könnt ihr den jetzt auch schon mal waschen und aufsetzen. Und übrigens, dieses Rezept kommt aus unserem Kochbuch Kochen wie in Indien. Schaut es euch mal an, da gibt es noch ganz viele tolle andere Rezepte. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Das Fleisch hat jetzt 15 Minuten lang geköchelt, das heißt, die Gewürze sind schon mal durchgezogen in der Soße. Genau der richtige Zeitpunkt, um zu schauen, wie viel Salz wir noch brauchen. Wir hatten ja schon Salz in der Marinade. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr lecker aus. Probieren wir mal. Ein bisschen. Schmeckt gut, aber ein bisschen Salz darf noch rein. Veredelt euer fertiges Vindaloo mit frischem gemahlenem Pfeffer und Koriander. Das Vindaloo lässt sich wunderbar ein paar Tage im Kühlschrank lagern und schmeckt danach sogar noch intensiver. Ein Rezept aus Portugal, angereichert mit südamerikanischen Chilis und indischen Gewürzen. Hättet ihr gewusst, dass Vindaloo 3 Kontinente in einem Gericht vereinigt? Und findet ihr diese Geschichtshappen genauso spannend wie wir? Schreibt es uns in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video. Tschüss!